Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese schwingende Zipfeljacke mit mir zu häkeln. Sie ist besonders ideal für Damen, die eventuell ein paar Pölsterchen kaschieren wollen, denn die schwungvolle A-Linie umschmeichelt die Figur und gibt der Jacke eine besonders weibliche Note. Angaben zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr auf der Materialseite nach den Intros. Einige Wollvorschläge verlinke ich euch auch in der Infobox unter diesem Video. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Die ersten 9 Reihen zeige ich euch mit einer anderen Wolle. Das ändert absolut nichts an der Anleitung. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Ich häkle die Jacke mit einer Häkelnadel 4 mm. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle zuerst eine Luftmasche, dann häkle ich in den Ring eine feste Masche, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 12 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt 13 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 13 Stäbchen in den Ring gehäkelt. Ich habe über den Anfangsfaden drüber gehäkelt. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln das Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf. Und wir häkeln noch ein Stäbchen in den ersten Maschenkopf, sodass wir 2 Stäbchen in einer Masche haben. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Luftmasche, in die übernächste Masche, 3 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche,
eine Masche auslassen, 3 Stäbchen häkeln. Am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche auslassen und 2 Stäbchen in den Maschenkopf des Ersatzstäbchens häkeln. Wir haben am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen in einer Masche und 5 Dreiergruppen und dazwischen immer eine Luftmasche. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen in die erste Masche und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Wir haben immer 2 Stäbchen in der ersten Masche. Jetzt haben wir hier noch ein Stäbchen aus der Vorreihe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass hier 3 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln eine Luftmasche und aus diesen 3 Stäbchen machen wir 5 Stäbchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, eine Luftmasche. Und das machen wir bei allen Dreiergruppen gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben am Anfang eine Dreiergruppe, dann haben wir 5 Fünfergruppen, dann häkeln wir eine Luftmasche und am Ende brauchen wir wieder eine Dreiergruppe. Wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen dieser 2 Stäbchen und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Wir haben also am Anfang und am Ende eine Dreiergruppe und dazwischen 5 Fünfergruppen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt haben wir hier 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Hier bilden wir ein Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Hier haben wir schon ein Kästchen, hier häkeln wir noch ein Kästchen und wir häkeln noch ein drittes Kästchen. Das entsteht jetzt eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die Mitte der Fünfergruppe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Wir haben jetzt zwischen den Ecken 3 Kästchen pro Kante. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe und wieder 3 Kästchen,
das erste Kästchen, das zweite Kästchen, eine Luftmasche und hier entsteht das dritte Kästchen, in dem wir 3 Stäbchen in eine Masche häkeln. Noch einmal 3 Kästchen. Drei Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, die Luftmasche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die letzte Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche und jetzt haben wir hier ein einzelnes Stäbchen. Hier häkeln wir ein Stäbchen, sodass 3 Stäbchen zusammenkommen. Jetzt häkeln wir auf jedes vorhandene Kästchen ein Kästchen. Also wieder 3 Kästchen und diesmal landen wir auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln wieder die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, 3 Kästchen. Ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen. Noch einmal 3 Kästchen. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen und in den letzten Maschenkopf häkeln wir immer 2 Stäbchen.
wir wenden die Arbeit. Diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun eine Zeit lang wiederholt. In der ersten Musterreihe können wir immer die Anzahl der Kästchen um 2 Kästchen erhöhen. Wir häkeln immer zuerst das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und wir haben als Basis in der ersten Musterreihe 2 Stäbchen. Hier können wir ein neues Kästchen bilden. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen Kästchen. Und hier können wir ebenfalls ein neues Kästchen bilden. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Das bedeutet, wir haben jetzt statt 3 Kästchen 5 Kästchen. In dieser ersten Musterreihe haben wir am Anfang 2 Stäbchen, die zusammenkommen, und an den anderen Ecken 3 Stäbchen. Wir bilden neue Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen 3 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Fünfergruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche und wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Jede Kante erhält nun 5 Kästchen. Eine Luftmasche, ein neues Kästchen bilden, die vorhandenen Kästchen häkeln, und in allen Randbereichen ein neues Kästchen bilden. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem ersten Stäbchen dieser Dreiergruppe. Wir häkeln noch ein Kästchen und enden mit 2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Auch hier haben wir jetzt 5 Kästchen. Und die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen. Nie vergessen, noch ein Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Hier können wir noch keine neuen Kästchen bilden. Immer nur in der ersten Musterreihe werden neue Kästchen gebildet. Hier kommen 3 Stäbchen zusammen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, dann häkeln wir 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und noch ein Stäbchen ins dritte Stäbchen, sodass hier
5 Stäbchen zusammenkommen. Wir häkeln die vorhandenen Kästchen. Wie gesagt, in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Und in den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen, beziehungsweise am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen und wir häkeln 2 Stäbchen in die letzte Masche. Auch die letzte Kante hat 5 Kästchen. Wir wenden die Arbeit und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden im Prinzip nun stets wiederholt. Im Moment machen wir noch einmal 2 Reihen mit leeren Kästchen. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe können wir hier und hier neue Kästchen bilden. Das bedeutet, in dieser Reihe entstehen 7 Kästchen, 2 mehr als in der Vorreihe. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der 5er Gruppe. Wir häkeln noch eine Luftmasche. Wir häkeln in die Mitte der 5er Gruppe 3 Stäbchen. Und wir bilden sofort wieder ein neues Kästchen. Alle Kanten erhalten in dieser Reihe 7 Kästchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir nur noch 2 Stäbchen in die letzte Masche. Jede Kante hat im Moment 7 Kästchen. Und in der zweiten Musterreihe starten wir ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche und noch einem Stäbchen auf das zweite Stäbchen. Und in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Wir häkeln einfach auf jedes vorhandene Kästchen wieder ein Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Hier häkeln wir ein Stäbchen, in die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Und wieder 7 Kästchen und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe landen wir auf dem vorletzten Stäbchen. Hier haben wir noch ein Kästchen und dann häkeln wir
2 Stäbchen in den letzten Maschenkopf. Das Ganze sieht jetzt so aus und ab jetzt gibt es nur noch eine Musterreihe, die sinngemäß wiederholt wird. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche und jetzt häkeln wir immer auf die vorhandenen Stäbchen ein Stäbchen. In dieser Reihe kommen 4 Stäbchen zusammen. Dann häkeln wir die vorhandenen 7 Kästchen und hier häkeln wir 2 Stäbchen und immer ins mittlere Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen. Hier kommen nun in dieser Reihe 7 Stäbchen zusammen. Und ab jetzt empfehle ich, dieses mittlere Stäbchen mit einem Maschenmarkierer zu versehen, damit ihr nicht so aufpassen müsst, wo das ist, denn diese Stäbchenanzahl steigt nun in jeder Reihe. Und wir häkeln die vorhandenen 7 Kästchen. Wir häkeln in dieser Reihe 2 Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und noch einmal 2 Stäbchen. Und wie gesagt, ich würde ab jetzt das mittlere Stäbchen markieren. Und wir machen alle Kanten genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir die vorhandenen Stäbchen bis zum letzten Stäbchen und ins letzte Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Ganz wichtig, am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Hier und hier am Anfang der Reihe müssen immer gleich viele Stäbchen sein. Im Moment haben wir 4 und hier haben wir 7. Ich zeige euch die Reihe noch einmal. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Und immer dran denken, ein zweites Stäbchen in die erste Masche häkeln, dann auf alle vorhandenen Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Hier am Anfang und am Ende wächst die Anzahl der Stäbchen immer um ein Stäbchen. Und in den Zwischenbereichen wächst die Anzahl um 2 Stäbchen pro Reihe. Und bei der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ich häkle
die vorhandenen Stäbchen bis zum Maschenmarkierer und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkeln wir immer 3 Stäbchen. Wir geben den Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen. Wir häkeln wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. In dieser Reihe ergeben sich 9 Stäbchen und wir machen alle Kanten genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, am Ende der Reihe in den letzten Maschenkopf immer 2 Stäbchen häkeln, so wie am Anfang der Reihe. Und wir haben jetzt immer 7 Kästchen, die bleiben gleich und diese Stäbchenteile werden immer breiter. Und wie lange ihr das machen müsst, das erkläre ich euch in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht. Noch einmal zur Erklärung, hier sind die Vorderteile, diese 2 Flächen sind die Ärmel und diese 2 Flächen bilden das Rückenteil. Und das wichtigere Maß ist die Ärmelbreite, die muss erreicht werden und ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Das zweite Maß ist die Passenhöhe, die messen wir vom Mittelpunkt, also vom Anfang hinaus zu einem Maschenmarkierer. Dieses Maß ist ein Richtwert. Ich habe zum Beispiel für die Größe 40-42 hier jetzt 39 cm. Ich habe die Ärmel mit Maschenmarkierern versehen und zwar immer ins mittlere Stäbchen der Zunahme. Und wenn ihr beide Maße erreicht habt, dann könnt ihr eine Anprobe machen. Dazu klappt ihr euch die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen genau aufeinander passen und dann steckt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Teile durch und dann könnt ihr eine Anprobe machen. Wenn es noch zu knapp ist, dann lieber noch 1-2 Reihen hinzufügen. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann können wir die Ärmel abteilen. Die Zunahmen am Anfang und am Ende der Reihe bleiben genau gleich wie bisher. Wir häkeln immer das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Daran ändert sich nichts. Und wir häkeln das erste Vorderteil hinüber bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zum Maschenmarkierer gehäkelt. Der Maschenmarkierer befindet sich im mittleren Stäbchen der Zunahme. Wir holen einen Umschlag und stechen in die Masche ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Wir überspringen den Ärmelteil und stechen auch hier in die Masche ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und wir häkeln das Stäbchen durch beide Teile durch. Und dann häkeln wir auf dem nächsten Stäbchen weiter. Und wir häkeln die beiden rückwärtigen Segmente. Die Zunahme in der rückwärtigen Mitte bleibt genau wie immer. Immer 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen häkeln.
Und wenn ihr beim nächsten Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden rückwärtigen Segmente gehäkelt. Wie gesagt, die Zonamen in der rückwärtigen Mitte genauso weitermachen wie bisher. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und auf der anderen Seite machen wir das genau gleich. Wir holen einen Umschlag, wir stechen ins mittlere Stäbchen der Zunahme ein, wir überspringen den Ärmelteil und stechen auch hier in die Masche mit dem Maschenmarkierer ein und häkeln das Stäbchen durch beide Teile durch und dann häkeln wir auf dem nächsten Stäbchen weiter bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen in einer Masche, genauso wie bisher. Und jetzt häkeln wir immer dieselbe Reihe. Und zwar haben wir jetzt am Anfang und am Ende der Reihe die Zunahmen so wie bisher und in der rückwärtigen Mitte. Und unter dem Arm haben wir nur noch Stäbchen. Und jetzt häkelt ihr immer dieselbe Reihe, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und ich messe vom Anfangspunkt in der rückwärtigen Mitte gerade hinunter. Es gibt noch keine schöne Seite bei dieser Jacke, die bestimmen wir erst später. Und wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe in der rückwärtigen Mitte gemessen, circa 80 cm. Und jetzt häkeln wir an den vorderen Kanten weiter und diese nächste Reihe ist nun eine Reihe auf der schönen Seite. Ich häkle nur feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um jedes Randstäbchen 2 feste Maschen. Und das mache ich, bis ich wieder am unteren Rand der Jacke ankomme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe um jedes Randstäbchen 2 feste Maschen gehäkelt, auch in den Anfangsring hier oben. Und jetzt häkle ich eine Luftmasche, damit wir gut um die Ecke kommen, und dann häkle ich in jede vorhandene Masche eine feste Masche und hier bei den Kästchen in jede Lücke ebenfalls eine feste Masche und auf jedes Stäbchen eine feste Masche. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die rückwärtige Mitte habe ich 3 feste Maschen gehäkelt und am Ende der Runde häkle ich ebenfalls noch eine Luftmasche, dann schließe ich mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt und ich habe ihn nach unten hin etwas schmaler werden lassen. Und wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt.
Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Die schöne Seite erkennt man bei diesem Projekt nur an der letzten Abschlussreihe mit den festen Maschen. Auf der schönen Seite sind die Maschen glatter als auf der Rückseite. Und beim Ärmel müssen wir jetzt schauen, welche Reihe hier die letzte Reihe war. Bei mir war jetzt die letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite. Diese Reihe liegt tiefer und die Reihen auf der Rückseite sind erhabener. Und damit wir hier die gleiche Struktur bekommen, beginne ich den Ärmel auf der Innenseite mit einer Rückreihe. Wenn diese letzte Reihe bei euch eine erhabene Reihe ist, dann beginnt ihr den Ärmel auf der schönen Seite. Ansonsten funktioniert das genau gleich. Ich drehe daher die Jacke um und beginne auf der Innenseite. Und hier haben wir ein senkrecht verlaufendes Stäbchen und in dieses Stäbchen steche ich ein. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle wie gewohnt in dieselbe Masche das Ersatzstäbchen. Und dann häkle ich in jede vorhandene Masche ein Stäbchen. Und wo die Kästchen sind, häkeln wir ganz normal wieder Kästchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich achte darauf, dass auf beiden Seiten hier ab den Kästchen gleich viele Stäbchen sind, plus dieses Wendestäbchen. Also das Ersatzstäbchen wird sozusagen unser Wendestäbchen, das zählen wir nicht mit. Und hier müssen dann gleich viele Stäbchen sein, plus das Wendestäbchen. Also wenn man die beiden Teile zusammenzählt, ist es eine ungerade Anzahl Stäbchen. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und dann häkeln wir über dem Ersatzstäbchen wieder ein Ersatzstäbchen und wir häkeln die zweite Runde mit derselben Maschenzahl wieder zurück und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe wieder in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, wende die Arbeit. Immer schauen, wo das Ersatzstäbchen ist und über dem Ersatzstäbchen wieder ein Ersatzstäbchen häkeln. Und in der dritten Musterreihe machen wir Abnahmen und die mache ich bei den Kästchen. Wir häkeln also bis zu den Kästchen und 2 Maschen vor den Kästchen sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei den Kästchen angekommen
und die 2 Maschen vor den Kästchen häkle ich als 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Hier haben wir dann in der nächsten Reihe ein Stäbchen weniger und dann häkeln wir die Kästchen hinüber. Und direkt nach den Kästchen häkeln wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Die Anzahl der Kästchen bleibt gleich. Hier ändert sich nichts. Wir haben vor den Kästchen eine Abnahme und nach den Kästchen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beendet. Wir haben 3 Runden gehäkelt und diese 3 Runden wiederholen sich nun. Erstens, wir wenden nach jeder Runde. Zweitens, wir häkeln immer 2 Reihen ohne Abnahmen und eine Reihe mit Abnahmen. Und das sieht dann so aus. Die Abnahmen verlaufen hier an den Kästchen entlang. In jeder dritten Reihe ist eine Abnahme. Und ganz am Ende habe ich noch eine Runde feste Maschen auf der schönen Seite gehäkelt. Für die Länge des Ärmels schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke und vergesst nicht, nach jeder Runde zu wenden. Sollte der Ärmel im Verlauf der Arbeit zu schmal werden, könnt ihr die Abnahmen einfach weglassen und nur noch Runden ohne Abnahmen häkeln. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und am besten macht ihr euch hier Notizen bezüglich der Maschenzahlen und wie oft ihr die Abnahmen gemacht habt. Ich habe die Abnahmen bis ganz nach unten durchgezogen. Und wenn ihr den zweiten Ärmel ebenfalls gemacht habt, ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.